Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Highest namaskars to all the Mahatmas in Germany, from Simandar city, from Uber and Shuddha. Highest namaskar, Shuddhatma Bhagavan. Die höchsten Ehrerbietungen vor der reinen Seele, von die India, von Simandar City, von Indien, von Shuddha und Uwe. So today on January the 12th, 2014, we will resume our Satsang with Gnani Purush Dadashri on understanding Samayik on the August 2013 issue of Dadavani. Und heute werden wir quasi weitermachen hier am 12. Januar 2014 mit dem Thema von Samayik, wo wir aufgehört haben, und der Uwe öffnet dazu seine E-Mail. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal schon, dass er das vom Computer gelesen hat. Und damit er da nicht lange suchen muss. So. Here we go. And as we will look for the document, we are in Samayik. As we are all present here now as the pure souls. Und während wir nach den Dokumenten schauen, sind wir im Samayik. Or even when we look at the Lord, He reminds us that there is nothing to be done but simply to be the Self. Und wenn wir auf den Lord schauen hier, dass nichts zu tun ist, als einfach nur das Selbst zu sein. Yes, and if you want to follow Brahmacharya is where I think we were, and now I'll find it. I have the new version. it's page 31 of 43, I think. Mm-hmm. And I need to go back in the German. Here we go. Video of Samayik. Freedom of Gnada-Drashta relationship. Samayik Pratyakya Darshan Kneya. You have a page number? I'm just checking this. This prevails. I don't know if there is a new version on the thing. There must be a new version on. Rüdiger sent me a PDF, and now are we now Samayik's of faults of sexuality, or Yes. one upstairs? Yeah, just right. Yes, Samayik's just a little bit above that. Above that. Okay, good. Just a little bit above that is the. Also wenn wir den zweiten Teil der Version nehmen, die von Seite 19 bis 30 geht, sind wir jetzt auf der 4. Seite, sozusagen and if you want to follow Brahmacharya. Yeah, if you want to follow Brahmacharya, that's where we are at. So shall we continue that? So we take that headline, huh? Okay, so we take that headline, and if we are wrong, let us know.
It says page 4 in the PDF I just sent Yes, you over. Yeah, yes, that's I have it. So this is what we are. All right. When we continue with the headline of "And if you want to follow Brahmacharya." All right. So, also was wir weitermachen, ist Seite 4, wie Rüdiger es auch geschrieben hat, von diesem neuen Text, den findet ihr auch auf der Webseite von So did you get the link I sent you? Yes, genau, Svenja, den Link habe ich, Ja. Svenja. Und die anderen, die ihn suchen sollten, sollte es ihnen ähnlich gehen wie Uwe, der sich jetzt nicht bestens vorbereitet hat, weil er dachte, er hat das alles schon in seinem iPad, aber das hat er wohl nicht übertragen, ist, dass wir jetzt lesen auf dem zweiten Link von der Webseite unter Mahatmas findet ihr den Text, Samayik, zweiter Teil, und dort sind wir auf Seite 4 und wenn du Brahmacharya folgen möchtest. Alright, so then if one does not want to get married, Dadashri says then one should do the one Samayik of not getting married. And if he wants to get married, he should do Samayik of getting married. If one does not want to marry, how does one do the Samayik of not getting married? What kind of pleasure? So now description is Samayik of not getting married is what kind of pleasure is there in all marriages? What kind of pain is there in getting married? He should see all that. How does one do Samayik of getting married? He should see what kind of pleasure there is in getting married and what kind of things happen in marriage, what benefits are there, and he should see all that. And then Dadashri is asking the young man who is there with him, on what Samayik will you do? Und in Deutsch ist es der Text, wenn man nicht heiraten möchte, sollte man eine Innenschau über das Nicht-Heiraten machen. Wenn man heiraten möchte, sollte man die Innenschau des Heiratens machen. Wie macht man die Innenschau über das Nicht-Heiraten, wenn man nicht heiraten möchte? Worin liegt das Vergnügen der Heirat? Was für Schmerz liegt in der Heirat? Man sollte das alles sehen. Und wie macht man die Innenschau des Heiratens? Man sollte sehen, was für ein Vergnügen darin liegt, zu heiraten. Was für Dinge geschehen in ihr? Was für Vorteile hat die Hochzeit, hat sie? Man sollte all das sehen. Und dann die Frage von Dadashri an den jungen Mann, welche Innenschau ist für dich? And the questioner replies, of not getting married, Dadashri says, is that so? What do we mean when we say Samayik of not getting married? Is that what kind of benefits are there and what are the kind of losses are there in it? One has to do a methodical analysis in advance, is it not? In advance, before even the marriage. Und der Fragende sagt auf die Frage, welcher Samayik ist jetzt für dich? Ja, der des Nicht-Heiratens. Und Dadashri sagt, ist das so? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, des Nicht-Heiratens? Sind das ihre Vor- und Nachteile? Muss man methodische Analysen dafür durchführen? This satsang is obviously with a young man who has not made up his mind one way or the other, and this is where the Dadashri is kind of taking him. And then so the questioner is then asking him, Dada, and what about getting married? And Dadashri says, and what benefits there are in getting married? Meaning not the harm, Dada, not the harm. Harm is included, is it not? Benefits and harm are two sides of the same coin. Benefits on one side, harm on the other. Und dann der Fragende, und was ist mit heiraten? Und dann sagt Dadashri, und was für Vorteile eine Heirat hat. Und der spricht wohl mit einem jungen Mann, wie Shuddha gerade sagte, der sich noch nicht entschieden hat, was er jetzt wirklich möchte. Also nicht der Nachteil. Und dann sagt Dadashri, Nachteile gehören dazu oder nicht. Und dann sagt er, dann bedeutet es also das Gleiche oder nicht. So then Dadashri
then the young man says, Dadashri, it's the same thing, is it not? I'm not married and you're telling me to see the benefits of harm versus the benefits on this. So it's the same thing, right? What's this meaning about Samayik of not getting married and Samayik of getting married? Und das ist also da sagt er, bedeutet es dann nicht das Gleiche oder nicht? Und Dadashri sagt, nein, hier gibt es eine Vorstellung in Richtung heiraten und bei dem anderen gibt es eine Vorstellung in Richtung nicht heiraten. No, Dadashri says, no, there is a vision, on one side there is a vision towards getting married, and with the other there is a vision towards not getting married. The vision is the critical thing, yeah. And yes, Dada, there is a difference in the way it is seen. And so then Dadashri says, Drashti fair, this vision that is altered, this changed, means that the one taking this side will not see a lot this way. The one that supports this side can only see pleasure in it. In other words, if you do a Samayik but your vision is towards getting married, then you will only see pleasure in it. He keeps protecting the pleasure, whereas the other one who is doing the Samayik of not getting married protects the vision of not getting married. The other one sides with getting married. One becomes one's own lawyer, advocate, doesn't he? Genau. Und da kommt eben nochmal die Aussage von Dadashri, nein, hier gibt es eine Vorstellung in Richtung heiraten und bei dem anderen gibt es eine Vorstellung in Richtung nicht heiraten. Es kommt also auf die jeweilige Sicht an. Und da fragen wir, sagt, ja, es gibt einen Unterschied darin, wie es gesehen wird. Und Dadashri sagt hier, eine veränderte Sicht, Drashrife, bedeutet, dass jemand, der sich für die eine Seite entscheidet, viel aus diesen Augen sehen wird. Jemand, der diese Seite unterstützt, kann nur Vergnügungen oder Vergnügen in ihr sehen. Er beschützt dieses Vergnügen immer wieder, wohingegen die andere Person, die die Position einnimmt, nicht zu heiraten, es beschützt. Ja, er beschützt dieses Vergnügen immer wieder, wohingegen der andere, die Position nicht zu heiraten, es beschützt. Und der andere steht auf der Seite zu heiraten. Man wird zu seinem eigenen Fürsprecher, nicht wahr? Also man hat sozusagen seinen eigenen Rechtsanwalt, der dafür fürspricht, Plädoyer hält. So the questioner says, yes, Dada, that is correct. Dadashri says he becomes the lawyer. He becomes the lawyer. Now Dadashri finishes this paragraph by saying, the one who does not like thoughts of sexuality and wants to become free from them, it is possible for such a person to dissolve them in this Samayik through Shuddha Upyog, pure applied awareness. After attaining this Gnan, whoever wants to get rid of it fast. So now that is the other option. So Dada gives two options. One is those who do not like sexual thoughts. The other one is, after attaining this Gnan, who has sexual thoughts, whoever wants to get rid of that fast should do so. Not everyone has a need to do the Samayik on sexuality. Not everyone has a need to do so, you see. He doesn't feel like doing this. Und hier geht es weiter mit dem, eben wird dann jemand nicht zu seinem eigenen Fürsprecher, nicht wahr? Der Fragende sagt, ja, das stimmt. Dadashri, man wird zum Anwalt. Und Dadashri sagt weiter, derjenige, der sexuelle Gedanken nicht mag und sich von ihnen befreien möchte, für ihn ist es möglich, sie in der Innenschau aufzulösen. Durch reines, angewandtes Gewahrsein, Shuddha Upyog. Und jeder, der sich nach dem Erhalt von Gnan davon befreien möchte, sollte das tun. Und hier sagt Shuddha noch, und es ist so, also der eine, der sexuelle Gedanken hat und sich befreien will, und der im Grunde genommen davon wahrlich frei werden möchte, sollte das tun, aber nicht jeder hat ein Bedürfnis danach. Now,
this is a very interesting, subtle, twisting point, a new kind of approach by Dadashri in Samayik, because Samayik you can only do of your own experiences. I mean, what you have known and seen is what you bring in front of you when you close your eyes after the Vidhi. Und hier ist ein wichtiger Punkt, ist, dass du im Grunde genommen, what was the first sentence? In other words, Samayik ist die... Is to be done only of, you can only do Samayik of what you have gone through. Genau. Also du kannst im Grunde genommen nur Samayik auch wahrlich machen, wenn du deine eigenen Erfahrungen anschaust, wenn du deine Augen schließt und die Dinge anschaust, die du erlebt hast. Yeah, and so in this here, Dadashri is asking him to project. In fact, Dadashri is not telling him, look at your own experiences of what, he's telling this young man, look at your own experiences of what are the benefits of marriage, because he has not been married or he has not had any sexual experiences. And yet he is trying to ask him to look into it. So from the point of view of the one who is not married, these paragraphs are more applicable, but I will tell you how they are applicable to people like Mahatmas like you and I. So, und es geht einfach darum, dass Dada sagt, hier soll er sozusagen projizieren, wie das wäre, wenn er verheiratet ist, welche Vergnügungen die Hochzeit bringen würde, obwohl er noch gar nicht die Erfahrung gemacht hat. Und hier spricht er offensichtlich zu einem Menschen, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der noch nicht sexuelle Erfahrungen hat. Und das ist die Herangehensweise für jemanden, der noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, aber wir sprechen dann auch jetzt noch über die Möglichkeiten, wie wir das anwenden können für Menschen wie du und ich. So for somebody like Deepak Bhai, our current Gnani, when he was young, Dada would tell him to do this kind of Samayik and say, in what way is he going to do it? So he says, okay, look at the experiences of your brothers and your sisters who are married and see what's going on with their life. You see, so you can see that in Samayik. Und für unseren gegenwärtigen Gnani Deepak Bhai, der quasi von seiner Sicht, der ja nicht verheiratet ist, der diesen Samayik machte oder machen würde, wäre die Frage, schau dir an, wie es wäre, wenn du heiratest. Schau deine Brüder an oder deine Geschwister an, die verheiratet sind, und stell dir vor, wie es wäre, wenn du verheiratet wärst. You don't have to have all the experiences yourself. You can look around and see the faces and the lives of these human beings who have entered deep into sexuality, or due to sexuality so many complications in their life with file after file and life after life. If you can't see the life, but in the same life only. Du kannst dann quasi hinschauen, welche Komplikationen entstehen für die Menschen, die geheiratet haben und die diese Erfahrung machen, was für Schwierigkeiten und Herausforderungen sie erleben müssen, welche Pfeile sie haben in diesem Leben oder Leben für Leben, aber unabhängig von Leben für Leben, was sie zumindest in diesem Leben schon für Herausforderungen mit den Pfeilen haben. Or it may be someone who has had the sexual experience in this life. In fact, everybody has had sexual experiences in this life, whether they are celibate or married or not married, whether they have had a physical experience, if they have not had it in this life, they have had it in a previous life. Because if you have sexual thoughts, it signifies that you have had a sexual experience. Just because you are a Aptaputra doesn't mean that you haven't had sexual experiences. Und alle sozusagen, die mit den Gedanken sich beschäftigen, haben auf einer gewissen Ebene sexuelle Erfahrungen gemacht. Wenn sie nicht in diesem Leben gemacht haben, weil sie jetzt vielleicht Aptaputra sind und im Zölibat leben und keine Partnerschaft haben oder mit jemandem sexuelle Beziehungen hatten, dann kennen sie diese Erfahrung aus dem vergangenen Leben. Und alle haben wir diese Erfahrungen schon gemacht. Und nur deshalb haben wir überhaupt die sexuellen Gedanken, denn die sind aufgeladen im letzten Leben. Without having had a single sexual experience in the conventional sense of the word with the opposite sex or the same sex, the presence of the sexual impulse and the sexual ideas of sexual pleasure signify a prior life experience of sexuality. Und dass du im Grunde genommen
eine Erfahrung gemacht hast oder dir Vorstellungen machst, sexuelle Kontakte zu haben mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht, zeigt einfach auf, dass da vergangene Erfahrungen sexueller Art gemacht wurden im letzten Leben. And another interesting thing here is in the tail end of the satsang that we just were with Dadashri, which was about the emphasis or the leaning of the person who is sitting in Samayik. Where is he leaning? Is he leaning towards the idea of sexual pleasure or the sense that sex is pleasure and pleasant, or is he leaning? His leaning is more on the other side, where he believes that he just doesn't like anything sexual. Und wenn man jetzt zurückgeht an den Punkt, wo wir gerade im Text hier im Buch gelesen haben, in welche Richtung geht der eine oder lehnt sich sozusagen der eine mit seinen Gedanken hin in Richtung sexuelle Aktivität und Vorstellung, sich sexuell Kontakt zu haben und da Vergnügungen drin zu sehen, oder jemand zu sein, der nicht sexuelle Beziehungen haben möchte, weil er sich davon fernhalten will oder weil er merkt, dass da gar nicht diese Vergnügungen drin stecken, die er sich vielleicht vorstellt. So in other words, there is the knower. There is the knower who is aware of the one who is now going to sit in Samayik with a very specific decision, and he wants to enter into the Samayik of sexuality. Now, before even he sits into the Samayik of sexuality, he has to have an idea: does he still find sexuality pleasant, or is he really done with, or would rather avoid it? So, hier ist jetzt die Frage, wenn jemand hier in den Samayik geht und aus der Sicht vom Knower und Seer das Ganze betrachtet, muss er sich die Frage stellen, hat er die Vorstellung und Überzeugung, dass Sexualität Vergnügen bereitet, oder die Idee und Vorstellung, dass er damit fertig ist und keine Erfahrung mehr damit machen möchte? So, aversion and attraction in sexuality is the state of the human being of this era. In other words, it is always there, one form or the other, aversion or attraction is there with reference to sex, and so that has to be kept in front of you as you decide which way you are leaning. But here he says, Dadashri says, it is not a question of doing the Samayik on sexuality as much as which way are you leaning first of all. Und hier ist jetzt genau die Frage im Grunde genommen, wenn man jetzt hinschaut, diesen Samayik zu machen, in welche Richtung willst du dich hinbewegen oder lehnst du dich hin, sozusagen in Richtung sexuelle Erfahrung zu machen und Vergnügen darin zu finden oder frei zu sein von Sexualität? Und das ist wichtig, den Samayik aus der Sicht heraus zu machen, in welche Richtung will ich eigentlich gehen. The Dadashri is not trying to tell him to get rid of sexuality, he is trying to focus on the one who should be in resonance with the one who is sitting in the Samayik. In other words, you are the pure soul, but you should be aware of what this person really wants in this whole process of Samayik. So, es geht einfach um den Samayik und es geht darum zu sehen, was die Person aus dem Samayik herausfinden möchte, weil du bist reine Seele, du bist Wissender und Sehender und willst einfach wissen, was will eigentlich der Pfeil hier, wohin will er, in welche Richtung will er gehen, was will er herausfinden. And the whole essence of the Gnani Purush in Satsang with this young man is essentially see without entering into